Hallo und herzlich willkommen. Wir zeigen dir, wie du eine Betonaußentreppe selbst professionell sanieren kannst. Dafür haben wir dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt. Unser Beispiel zeigt die Betonaußentreppe eines Kellerabgangs. Der Beton ist roh und nie gestrichen worden. Die Treppe sollte nicht nur aus optischen Gründen saniert werden. Sie stellt auch ein Sicherheitsrisiko dar, da die Stufen insbesondere bei Regen durch den Schmutz sehr rutschig sind. Im ersten Schritt wird die Betonoberfläche von groben Verschmutzungen gereinigt. Bevor die Treppe mit einem Hochdruckreiniger abgestrahlt wird, solltest du dir überlegen, was mit dem Reinigungswasser geschehen soll. Es wird Schmutz und Sand enthalten und darf nicht ungefiltert in die Kanalisation gelangen. Entsprechende Abflüsse sind daher mit einem Sieb zu schützen. Achtung! Achte darauf, dass das Wasser nicht in das Gebäude eindringen kann. In unserem Beispiel wird dies durch eine hohe Schwelle verhindert. Für die Hochdruckreinigung haben wir den Hochdruckreiniger Kärcher K7 verwendet. Mit einer Druckleistung von 20 bis maximal 180 bar eignet er sich sehr gut zur Entfernung von starken und hartnäckigen Verschmutzungen. Das Strahlrohr bietet 3 Einstellmöglichkeiten, darunter einen stufenlos verstellbaren Hochdruckflachstrahl sowie eine Rotordüse. Diese ist für besonders hartnäckige Verschmutzungen gedacht, also perfekt für unsere Treppe. Warum man stark verwitterte und verschmutzte Betontreppen mit dem Hochdruckreiniger säubern sollte, zeigt dieser vergebliche Reinigungsversuch mit einer Drahtbürste. Der Schmutz sitzt zu tief. Eine manuelle Reinigung wäre nur oberflächlich und zudem sehr mühselig. Doch nun zum Hochdruckreinigen. Denke daran, eine Schutzbrille und eventuell einen Gehörschutz zu tragen. Und los geht's! Der Druck des Hochdruckreinigers lässt sich an der Pistole anzeigen und einstellen. Stelle den Druck so ein, dass alle Verschmutzungen porentief entfernt werden. Dir muss jedoch bewusst sein, dass dabei auch lose, nicht haftende Betonteile wegfliegen. Daher ist auch die Schutzbrille besonders wichtig. Mit dem Hochdruckreiniger schaffen wir einen sauberen und tragfähigen Untergrund. Diesen benötigen wir für die nachfolgende Beschichtung. Bei dieser Gelegenheit wird nicht nur die Betontreppe gereinigt, sondern auch die angrenzende Wandfläche. Dort soll im unteren Bereich ein Sockel entstehen. Schmutz, Sand und kleine Steine, die sich bei der Reinigung lösen, sammeln sich im Sieb. Deshalb sollte es während der Reinigung regelmäßig geleert werden, damit das grob gefilterte Wasser abfließen kann. So, fertig. Die gereinigte Betontreppe muss nun je nach Witterung mehrere Tage trocknen. Wenn die Oberfläche gut durchgetrocknet ist, kann mit dem Verspachteln der groben Löcher und Risse begonnen werden. Zuerst die Treppe gründlich fegen. Zum Füllen von Löchern und Rissen wird ein sogenannter Blitzzement verwendet. Der Blitzzement wird großzügig aufgetragen, mit einem Spachtel in die Vertiefungen eingedrückt und anschließend abgezogen. Sobald der Blitzzement abgebunden hat, kann er mit einem Filzbrett, einem Schwamm oder einem Schwammtuch geglättet werden. Je nach Tiefe der Löcher muss er nun einige Tage trocknen. Optisch lässt sich die Trocknungszeit gut verfolgen, da der Zement beim Trocknen stark aufhält. Feuchte Stellen erscheinen deutlich dunkler. Bei geringem Luftaustausch, wie in Kellerabgängen, kann ein Ventilator oder Bautrockner bei der Trocknung helfen. Wenn die Treppe endlich trocken ist, kann sie grundiert werden. Da wieder einige Tage vergangen sind, heißt es erst einmal fegen. Die Grundierung muss auf die Betonfarbe abgestimmt sein. Am besten, man bleibt in einem System. Einen Hinweis auf das von uns verwendete Beschichtungssystem findest du in der Beschreibung. Die Grundierung wird mit Pinsel und Flächenstreicher satt aufgetragen. Sie muss mindestens einen Tag trocknen. Nun folgt der erste Anstrich mit Betonfarbe. Man füllt sie am besten in einen größeren Eimer um.
So lässt sie sich besser umrühren. Für den ersten Anstrich wird die Betonfarbe mit ca. 10% Wasser verdünnt. Die genaue Menge ist in der Regel als Verarbeitungshinweis auf dem Originalgebinde angegeben. Der erste Anstrich mit Betonfarbe erfolgt mit Pinsel und Bürste. Dabei ist darauf zu achten, dass die sogenannten Betonlunker, das heißt kleine Löcher im Beton, möglichst satt mit Farbe ausgefüllt werden. Der geplante Sockel wird gleich mitgestrichen. Auch wenn, wie in diesem Fall, die Fassade erst später saniert wird, sollte aus optischen Gründen eine möglichst saubere Abgrenzung erfolgen. Das sieht schon sehr gut aus. Nach dem ersten Anstrich musst du mindestens einen Tag Pause machen, denn so lange muss die Farbe trocknen. Beim zweiten Anstrich geht man genauso vor wie beim ersten. Das heißt, man beginnt wieder mit dem Fegen der Treppe. Dann die Farbe in einen großen Eimer umfüllen und etwas mit Wasser verdünnen. 5% sollten reichen. Der zweite Anstrich mit Betonfarbe wird ebenfalls satt aufgetragen, am besten wieder mit einer Bürste oder einem Flächenstreicher. Da die nasse Farbe heller ist als die trockene, kann man gut erkennen, wo gestrichen wurde und wo noch nicht. Nach dem zweiten deckenden Anstrich erscheint die Betonoberfläche schon recht gleichmäßig. Sind jedoch, wie in unserem Beispiel, kleine Unebenheiten im Untergrund vorhanden, ist ein zusätzlicher dritter Anstrich zu empfehlen. Die dritte und letzte Schicht kann man mit einer Lammfellrolle auftragen. Dadurch wird die Oberfläche noch homogener. Geschafft! Jetzt erstrahlt die Betonaußentreppe wieder in neuem Glanz. Durch den Anstrich mit Betonfarbe ist die Oberfläche versiegelt und wird in Zukunft deutlich weniger verschmutzen als zuvor. Und weil die Betonfarbe rutschfest ist, kann man die Treppe mit einem sicheren Gefühl betreten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Video.